Du lernst anhand eines Fallbeispiels, warum das Optimierungsmindset tödlich sein kann. Viel Spaß! Beim Kunden des heutigen Fallbeispiels handelt es sich um ein Energieunternehmen. Der Umsatz ist im hunderte Millionen Euro Bereich, natürlich offline und online und in diesem Sektor natürlich hauptsächlich offline. Der Start unserer Betreuung war im August 2023 und jetzt sehen wir uns kurz die Entwicklung an, wie immer in Ahrefs. Hier sehen wir den Graphen des durchschnittlichen organischen Traffics über die letzten 5 Jahre. Wir sehen, es gab sehr, sehr lange Zeit kein Wachstum, sogar einen leicht negativen Trend. Dann im August 2023 sind wir dazugestoßen. Man sieht hier sehr schön, dass schon etwas sich zusammengebraut hat, dass schon langsam Bewegung reingekommen ist und das hat unsere Arbeit dann später maßgeblich vereinfacht, sodass wir binnen kürzester Zeit den Traffic vervielfachen könnten. Und jetzt sehen wir uns an, was war die Strategie? Und hier startet man natürlich mit, was war überhaupt die Ausgangssituation bzw. die Diagnose. Obwohl SEO bereits betrieben wurde, intern entwickelte sich die Sichtbarkeit und der organische Umsatz leicht negativ. Und es hatte mehrere Gründe, die nicht nur dieses Unternehmen betreffen, sondern meiner Meinung nach sehr, sehr viele Unternehmen betreffen und was man auch nicht als negativ oder schlimm oder irgendwie schlecht bewerten kann, sondern das passiert einfach und es ist einfach eine Mindset-Geschichte. Das erste würde ich mal zusammenfassen unter Optimierung statt Bauen. Es wurden auf der Webseite definitiv die unternehmensrelevanten Keywords abgedeckt. Diese Seiten wurden auch immer wieder nachoptimiert nach halt klassischen SEO-Regeln, aber wenn man das Gesamte betrachtet, dann wurde einfach zu früh nur noch auf Optimierung gesetzt und nicht mehr auf Neues bauen, um zu wachsen. Und das ging auf Kosten, dass man das wirkliche Gesamtpotenzial wirklich verstand, dass man wirklich Best Practices eingeführt hat und man versucht hat, wirklich besser als die Konkurrenz zu sein. Das wurde alles nicht gemacht, sondern es wurde einfach das Bestehende optimiert. Und was dann passiert ist, digital affinere Unternehmen wurden auf das brachliegende Potenzial aufmerksam. Und da sieht man voll schön an einen Konkurrenten, die haben vorher auch nichts gemacht, auch ein großes Unternehmen und die haben dann plötzlich gesehen, da liegt Potenzial brach und ist dann sehr, sehr schnell erschlossen. Und einfach, sie haben produktgetriebene Seiten basierend auf Verfeinerungen und glasklaren Intentionen gebaut und so die Nachfrage besser abgeholt und das Schlimmste, wirklich die unternehmensrelevante Nachfrage. Nicht irgendwelche Tofu-Themen, sondern wirklich dort, wo es schmerzt, dort, wo der Umsatz liegt. Und das Mindset intern war, was auch richtig ist grundsätzlich ist, wir machen bereits intern SEO. Und das ist was wir ganz oft hören und dann hören wir, okay, ja, wir optimieren unsere Texte nach WDF, IDF und wir sorgen für eine gute interne Verlinkung und unsere Snippets enthalten die Keywords. Das Problem dabei, und es ist ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst, ist essentiell. SEO ist nicht eine Fleißarbeit. Es geht wirklich daran, die richtigen Wachstumshebel für dein Geschäftsmodell, für dein Wettbewerbsumfeld, für deine Marke zu finden und daran zu arbeiten. Es ist nicht ein Pflegejob. Das Problem auch an diesen Arbeiten, die ich jetzt zum Beispiel aufgezählt habe, diese Arbeiten stellen keine Wettbewerbsvorteile dar oder Wachstumshebel, sondern, und das ist nicht böse gemeint, das sind triviale Grundlagen, die heute jeder mit einem SEO-Tool umsetzen kann und tatsächlich umsetzt. Und wenn alle etwas machen, ist das nur die neue Baseline, der neue Standard. Der wachsen will, muss da drüber, sonst kannst du dir eine Kugel verpassen. So. Und dann, was meiner Meinung nach ein Faktor war, wie groß der Kunde das selber sieht, ist prinzipiell egal, aber es war aus meiner Sicht zu wenig Kontakt zwischen Marketing, SEO, die Produkte selbst und der UX-Abteilung. Da hätte man sehr viele coole Synergien einfach erzeugen können, wenn man miteinander mehr kommuniziert hätte. Kommen wir zu den strategischen Leitlinien, die wir diesem Kunden empfohlen haben. Und das ist, strategische Leitlinien kannst du dir vorstellen, der Gedanke, von dem dann konkrete Handlungsschritte abgeleitet werden. Das erste davon ist, wir setzen eine aggressive, produktgetriebene Content-Strategie um.
kein Bloggen, kein Content um des Contents willen, kein Ausweichen auf Traffic und Indizes. Wirklich, wo wird der Umsatz generiert? Show me the money. Diese Seiten gehen wir an, diese Seiten aktualisieren wir, diese Seiten, da bauen wir zusätzliche Seiten für bestimmte Verfeinerungen etc. etc. Das zweite war, wir werden die hilfreichste Marke in dieser ultra traditionellen Branche. Das heißt, auf der Webseite, auf diesen Seiten alle Informationen und Daten liefern, die ein User für eine qualifizierte Kaufentscheidung benötigt. Immer die Fragen, wie können wir noch hilfreicher sein? Was brauchen Nutzer an diesem Punkt? Was kann oder macht die Konkurrenz nicht? Die dritte Leitlinie war, Produktseiten sollen die Zielerreichung für den Kunden so schnell und einfach wie möglich machen. Es hat zwei Varianten gegeben, nämlich einerseits, dass man direkt kauft oder wenn es um größere Volumina geht, dass man eine Anfrage stellt oder wenn man irgendeine Sonderlösung braucht. Und hier haben wir uns auf diesen Seiten einfach nur überlegt, wie können wir die Reibung reduzieren, wie können wir das Ganze smooth gestalten. Und daraus sind jetzt dann konkrete Maßnahmen, konkrete und vor allem kohärente Maßnahmen zu diesen Leitlinien entstanden. Und zwar, wir haben mal für den Seitentyp Produktseite, also dort, wo wir am weitesten hinten waren, aber was prinzipiell umsatztechnisch am interessantesten ist, einen Prototypen entwickelt, alles neu gedacht, vom Snippet über den Seitenaufbau nach Nutzerprioritäten, also wirklich basierend auf den Nutzerprioritäten neue wichtige Seitenelemente innerhalb bestehender Rahmenbedingungen eingeführt und eben dieser Aspekt durch Informationen alle Einwände abholen und einen Mehrwert liefern. Anstatt das sofort auszurollen, haben wir diesen Produktseiten-Prototypen getestet, eben wie funktioniert der hinsichtlich Conversion, entwickelt der sich von der Sichtbarkeit her so, wie wir uns das vorstellen, dann okay, go, nice, Rollout des kompletten Konzepts auf alle bestehenden Produktseiten, das heißt, diese Seiten mussten also alle überarbeitet werden, neue Inhalte, neuer Look etc. etc. und dann bauen von diesen Produktseiten nach dem Konzept basierend auf Daten. Das klingt jetzt alles trivial, natürlich sind da voll viele Bestandteile, Abteilungen, die gut zusammenarbeiten müssen und man hat auch gesehen, dass das ja wahnsinnig gut funktioniert hat, weil sonst hätte man nie so schnelle Ergebnisse erreichen können. Der Kunde hat das auch, der war einfach schon abgeholt, einfach durch das, dass schon durch kleine Maßnahmen Bewegung drin war, alle waren bereit zu wachsen und da wieder in einen Aufwärtstrend zu kommen. So, was kannst du jetzt aus diesem Projekt lernen? Es sind ein paar meiner Meinung nach absolut unbezahlbare Erkenntnisse. Das erste Mal, ganz, ganz wichtig, das Optimierungs-Mindset hält dich schnell in einem lokalen Maximum gefangen. Und ich möchte es mit einem Beispiel von einem Ex-Kunden von uns besser erklären, und zwar ganz eine spannende Geschichte, wahnsinnig interessanter Kunde, eigentlich prinzipiell sehr digital affin, aber alles auf dieser Seite war schon durchgetestet. Das Problem an dem Punkt war, sie hatten noch gar keine Best Practices etabliert. Das heißt, das Problem war, wir wurden dazugezogen als Experten, um Wachstum zu erzeugen. Das Problem war aber, das Testen hat dazu geführt, sie haben alles schon getestet und haben einfach auf ein lokales Maximum optimiert, sodass fast nichts mehr verändert werden durfte. Wenn du das aber am falschen Zeitpunkt machst, nämlich du hast keine Best Practices, dann optimierst du ja auf das Schlechteste, also du holst das Maximale aus dem schlechten Setup, welches du hast, heraus, anstatt du etablierst Best Practices, die sich sehr, sehr oft bewährt haben und dann, erst dann, testest du diese Best Practices durch, was ist jetzt vielleicht in deiner Branche ganz speziell und so weiter und testest dann weiter. Und das ist ein Fehler, der kostet sehr viele Unternehmen gigantische Mengen an Geld. Wenn du zu früh anfängst zu testen und nicht mehr dadurch große Veränderungen machen willst, sondern nur noch, es war wirklich so weit an Landingpages, wir durften nur noch einzelne Sätze austauschen, obwohl null Growth da war. Null Growth! Und dann darfst du nur noch Sätze testen. Dementsprechend haben wir uns mit dem Kunden relativ schnell geeinigt, dass wir uns wieder trennen, weil es
so nichts bringt. Wachstum ist für dieses Unternehmen keine Option, auch bis zum heutigen Tag. Das ist mittlerweile 2 Jahre her, gab es keinerlei Wachstum bei diesem Unternehmen. Und so tötet das Optimierungsmindset deinen Growth. Zweitens, du musst besser als die Grundlagen sein. SEO, Content Marketing, digitales Wachstum ist ein Rennen und keine Schularbeit. Was meine ich damit? Bei einer Schularbeit können mehrere Schüler eine 1 oder eine 1 plus haben und alle sind glücklich. Bei SEO, Content Marketing, digitale PR, digitales Wachstum, da gibt es Gewinner und Verlierer. Du musst besser sein als die anderen, wenn du der Gewinner sein willst. Drittens, definiere, und das ist so entscheidend, definiere einen glasklaren Fokus und ziehe voll durch. Nicht, was SEOs wahnsinnig gern machen. Sie lieben Audits. Audits mit 1000 Punkten und das meiste davon ist nur Housekeeping. Ich sauge den Boden, da ist ein Riss an der Wand, den male ich aus. Davon kommt kein Growth. Definiere klare Ziele. Definiere Projekte, die auf diese Ziele einzahlen. Ignoriere den Rest, ziehe voll durch. Und wenn du damit fertig bist, dann widmest du dich dem nächsten Hebel. SEOs gehen wahnsinnig gern unter in Altattribute aktualisieren, strukturierte Daten einfügen, sind es Wachstumshebel, Core Web Vitals von 98 auf 100 optimieren und dann 300 Stunden darin investieren. Ihr verbrennt Geld. Ich hoffe, dir hat dieser Case gefallen und ich hoffe, dass ich dir unglaublich viel Geld damit spare und dir zu sehr viel Wachstum verhelfe. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.